Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Gräber der Gefallenen sind seit gestern draußen. Es gibt eine versteckte ISO-Nachricht. Ich gebe euch heute ein paar Tipps und ganz am Ende kriegt ihr auch noch meine Meinung zu diesen Gräbern, also bleibt dran. Heute ist das Jubiläum von Assassin's Creed Valhalla, am Wochenende war mein Jubiläum auf YouTube. Also eine Menge Videos werden diese Woche kommen, wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Wir legen aber los mit den Gräbern der Gefallenen. Vorab die Info, ich werde zu jedem Grab einen eigenen Walkthrough machen, den könnt ihr euch dann anschauen, da habe ich nochmal extra Tipps dazu. Die kommen im späteren Verlauf des heutigen Tages raus. Hier oben sollte dann später auch eine Playlist erscheinen, die heißt Gräber der Gefallenen, ist auf meinem Kanal zu finden. Ja, kommen wir gleich zum ersten Tipp, denn wie startet ihr eigentlich die Gräber der Gefallenen? Ihr bekommt hier so eine schöne Nachricht am Anfang, wenn ihr das Spiel ladet und dann steht da was von Schaulustige. Die findet man nicht, es gibt keinen Questmarker tatsächlich. Ich glaube, das ist gewollt. Und da müsst ihr einfach nur hinter den Schiffsbauer bzw. hinter die Schiffsbauerin, denn dort ist ja ein Haufen von Kindern und Erwachsenen, die auf die andere Flussseite gucken. Dann gibt es eine kleine Cutscene und dann habt ihr so einen schönen Flug von Cynin in Richtung der ersten Rune. Denn hier geht es natürlich um die Odin-Runen, die Gräber verstecken sollen und 4 davon werdet ihr im aktuellen Patch natürlich besuchen können. Die findet ihr eigentlich ganz easy, wenn ihr mit Cynin in der Landschaft umherkreist, dann seht ihr so einen blauen Spiralkreis und dort ist natürlich auch der Eingang zur Rune. Ihr wisst aber wahrscheinlich eh schon, wo die Runen sind. Ich habe ja dazu auch eine lange Videoreihe gemacht, das Steckenpferd meines Kanals, hier oben auch nochmal die Playlist zu den Rätseln. Die erste Höhle, die ist ja auch schon durch die Cutscene sichtbar, ihr müsst sie aber nicht über die Cutscene starten, ihr könnt sie ja auch so besuchen und die befindet sich natürlich gegenüber von eurer Siedlung in Hrefnatorp und dort einfach natürlich die Rune ansprechen, ihr könnt jetzt mit ihr interagieren und dann öffnet sich der Eingang. Das zweite Grab ist Boudikas Grab, das befindet sich in East Anglia in Elmenham. Dort könnt ihr am Fluss einfach eine Schnellreise starten und dann seht ihr direkt hier bei dem ehemaligen Pilzrätsel auch diesen kleinen See und da ist Boudikas Grab. Die dritte Höhle ist ganz easy zu finden in Eoforvik hier. Dort einfach bei Unlives Ausblick die Schnellreise nutzen und dann direkt dort daneben eigentlich, ja, das findet ihr mit Cynin, ist die dritte Höhle, nämlich Vinicius Grab. Die vierte und letzte Höhle, die mit dem letzten Update kam, ist in Schobeschir. Dort müsst ihr einfach bei diesem Schnellreisepunkt euch hin teleportieren und dann, wenn ihr mit Cynin in die Landschaft schaut, seht ihr auch schon, wo die Rune sich befindet. Diese ganzen Locations findet ihr aber auch auf einer Tafel, die in Manios Heiligtum in der ersten Höhle zu sehen sind, in dieser Haupthalle und dort habt ihr dann so Streben in der Wand stecken, die verschwinden dann, sobald ihr die Höhle abgeschlossen habt. Alle 4 Höhlen haben natürlich eine Bedeutung. Die erste Höhle ist unsere Tutorial-Höhle und auch die letzte Höhle wahrscheinlich, denn dort ist ein riesiges Portal, was sich öffnen wird, wenn wir wahrscheinlich alle Höhlen abgeschlossen haben. Dann haben wir Boudikas Grab, da ist Gift das Motto. Dann in Vinicius Grab haben wir eine Menge Eis und in Cassivelaunus Grab haben wir dann die Wasserfälle und Wasser als Motto. Neben schönen Cutscenes bekommt ihr auch eine schöne Rüstung, wenn ihr die Höhlen abschließt. Die Rüstung, die Heldentod-Rüstung hat einen schönen Effekt, nämlich hier wird der Nahkampfschaden, der Fernkampfschaden erhöht, wenn sie ausgerüstet ist, komplett. Also 10 Punkte bei Rüstung, 15 bei Nahkampfschaden, 15 bei Fernkampfschaden, ist also so ein Allrounder. Der Helm sieht ein bisschen komisch aus, so ein bisschen von Magneto, von X-Men, wer es vielleicht kennt. Ja, und der zweite Bonus ist, wirst du getroffen, wird Energie freigesetzt, die mit etwas Verzögerung explodiert, Flächenschaden zufügt und Gegner umwirft. Das habe ich selber noch nicht getestet, könnt ihr gerne mal tun. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Effekt. Ich denke mal, der ist nicht so OP, der ist relativ Minimum gehalten, aber ein schöner Effekt. Und wenn wir uns die Details der Rüstung anschauen, sehen wir, dass die Rüstung etwas Übernatürliches ist, dass es nicht von den Bretonen gemacht worden ist, dass es von einem früheren Volk kreiert wurde und dass diese Rüstung übermächtig sein soll. Auf jeden Fall ein schöner Ansatz, ja, ein bisschen Lore, besser auf jeden Fall als die River Raid Luchtrüstung, das war ja echt ein Witz, muss ich sagen, aber eine schöne Rüstung. Was haltet ihr denn davon? Lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Wie findet ihr die Gräber der Gefallenen? Was ist eure Meinung? Meine kommt nämlich am Ende dazu und die ist ziemlich verheerend. Das ist aber noch nicht alles, denn neben der Rüstung bekommen wir auch noch 3 Artefakte. Wer jetzt nicht wissen will, was das ist, der kann jetzt abschalten, aber diese 3 Artefakte sind ISO-Artefakte, die euch nicht gezeigt werden. Die werden euch nicht gezeigt, ihr müsst sie quasi extra suchen, es gibt keine Quest dazu, das heißt, ihr könnt sie auch verpassen. Denn wenn ihr diese Artefakte einsammelt, gibt Eivor Laute von sich. Ich blende sie mal ganz kurz für euch ein. Was ist das? Hassam. Noch so eins. Rupturas. Und noch so ein Ding. Oinasok.
Ich habe probiert, dann diese Sachen zu übersetzen, das ISO-Wörterbuch zu nutzen, was es auf Reddit gibt. Ich habe nichts gefunden, nichts Vergleichbares, keinen Anhaltspunkt. Vielleicht kann Access the Animals das Ganze lösen. Das denke ich mal, wird er eh tun. Beziehungsweise die Community. Wenn ihr es jetzt schon wisst, schreibt es mir gerne hier oder in den Discord rein. Da habe ich einen extra Spoiler-Channel für AC. Kommt da gerne mal rein. Ist in der Beschreibung zu sehen auf jeden Fall. Und wir haben eine Verbindung zu Hilderan. Ja? Sie hat nämlich 2 Briefe hinterlassen in der Höhle von Venotius. Und da redet sie von ihrer Mutter und da redet sie halt, dass sie an diesen Ort zurückkommt. Also diese Bälle, die wir einsammeln, müssen irgendwas zu tun haben mit Hilderan, also mit den Mastery Challenges, mit der Höhle. Ich weiß nicht ganz genau, ich denke, das wird ein großer Plan sein. Und das ist auch so ein bisschen schade, dass das nicht komplett ist. Und da kommen wir auch schon zu meiner Meinung. Denn ich finde, von den Rätseln her sind die Gräber der Gefallenen klasse. Ich muss sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Das war nicht so wie Assassin's Creed 2. Ja, das war ähnlich, ja, vom Feeling her. Aber die Belohnung war, naja, sagen wir mal, befriedigend. Ja, wir haben eine Rüstung, noch eine Rüstung, die wir wahrscheinlich eh nicht nutzen werden. Das ist ganz nett, also ich meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Wir haben aber natürlich eine ISO-Belohnung bekommen, einen ISO-Ball, der eine Geschichte vorantreibt. Das Problem ist aber, sie servieren uns die Hälfte. Und so wirkt diese Geschichte sehr unbefriedigend. Obwohl die Rätsel, die verschiedenen Hindernisse, Parcours extrem gut durchdacht sind. Das Leveldesign ist mega. Ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Das dauert ungefähr, wenn man sich Zeit lässt, 2 Stunden. Dann ist man mit dem Ding durch, aber dann ist es vorbei. Und dann ist die Frage, wenn sie uns diese Bälle servieren und das wie so ein Rätsel packen, ist ja auch alles okay. Warum dann aber das Ganze hinauszögern? Das habe ich auch schon bei Odyssey so kritisiert, dass diese Geschichte so wässrig ist, dass sie so langgezogen ist. Warum muss man das so machen? Das raubt die ganze Spannung. Kann sich einer von euch erinnern, was Hilderan vor ein paar Monaten gesagt hat, als ihr die Mastery Challenges abgeschlossen habt? Ich zum Beispiel nicht mehr. Und das ist genau das Problem. So kann man halt keine Spannung erzeugen und ich finde, so kommt die Story einfach nicht voran, auch wenn es eine Free-Story ist und diese Level natürlich sehr viel Zeit benötigen, um sie zu kreieren. Ist aber meiner Sicht eine schlechte Entscheidung. Ich werde sowieso immer wieder ins Game zurückkommen, das ist klar, aber einfach für die Story super nervig und langweilig. Doch Freunde, eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Wie findet ihr die Gräber der Gefallenen, auch mit der Tatsache, dass es nur 4 Stück sind und unvollständig? Lasst es mich gerne wissen, ich habe schon ein bisschen Feedback bekommen gestern. Danke für euren Support bisher. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, beziehungsweise bei den Guides zu den einzelnen Höhlen. Lasst Liebe da, die Glocke habt ihr aktiviert. Ava freut sich auch und ich auch. Bis dahin. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.